Mein Name ist Lia. Ich bin Ärztin. Ich bin nicht mehr jung. Ich bin fast 38 Jahre alt. Viele Leute sagen, meine Erfahrung ist meine Stärke. Eines Morgens passiert etwas Besonderes. Ich habe viele Patienten. Jeder hat eine eigene Geschichte. Ich höre gern zu, weil man nur so verstehen kann. Eines Montagmorgens war die Praxis schon früh sehr voll. Menschen saßen im Wartezimmer, einige husteten, andere sahen müde aus. Die Sonne war noch nicht richtig aufgegangen. Ich war müde, aber bereit für den Tag. Dann kam ein Mann herein. Er hieß Thomas Berger. Er ist 42 Jahre alt und arbeitet als Verkäufer in einem großen Supermarkt in der Innenstadt. Er hat dunkle Haare, ein rundes Gesicht und trug eine einfache graue Jacke. Er sah sehr erschöpft aus. Seine Schultern hingen, seine Augen waren dunkel und leer. Er setzte sich mir gegenüber. Langsam sagte er: »Doktorin, ich fühle mich sehr krank.« Ich fragte: »Was genau fühlst du?« Er antwortete: »Ich bin müde, ich bin schwach, ich habe keine Energie. Etwas stimmt nicht.« Ich machte eine Untersuchung. Kein Fieber, keine Infektion, keine auffälligen Werte. Ich dachte, vielleicht eine Grippe oder einfach Erschöpfung. Ich gab ihm leichte Medikamente und sagte freundlich: »Nimm das, trink viel Wasser, ruh dich aus. In 2 Tagen geht es dir besser.« Er nickte und ging. 2 Tage später. Er kam wieder. Sein Gesicht sah genauso müde aus. Er sagte: »Die Medizin hilft nicht. Ich fühle mich immer noch schwach.« Ich fragte: »Schläfst du gut?« Er antwortete: »Vielleicht 4 Stunden pro Nacht.« »Isst du regelmäßig?« »Nicht wirklich. Ich frühstücke selten. Mittags esse ich schnell ein Brötchen.« »Hast du Stress bei der Arbeit?« Er zögerte. »Ja, mein Chef ruft auch abends an. Ich habe kaum Pause.« In meinem Kopf wuchsen die Fragen. Ich gab ihm neue Medikamente, aber innerlich wusste ich, das wird nicht reichen. Etwas Tieferes steckt dahinter. 3 Tage später. Er kam ein 3. Mal. Diesmal war er nervös. Seine Stimme war lauter. Er sagte: »Doktorin, nichts hilft. Ich bin immer noch krank. Ich verstehe das nicht.« Ich merkte, das ist keine einfache Krankheit. Ich sagte: »Thomas, wir müssen über dein Leben sprechen.« Er schaute überrascht. »Mein Leben? Warum?« »Weil Körper und Leben zusammengehören. Manchmal kommt Krankheit nicht vom Körper, sondern vom Alltag.« Langsam begann er zu erzählen. »Ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf. Ich trinke schnell einen Kaffee, dann fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. Im Supermarkt stehe ich den ganzen Tag. Kunden schreien, der Chef ruft, ich habe kaum Pause. Ich esse oft nichts. Abends komme ich müde nach Hause. Meine Frau fragt, wie es war. Ich sage immer nur, gut. Aber es ist nicht gut.« Seine Augen wurden feucht. Ich sagte leise: »Thomas, dein Körper ruft um Hilfe.« Ein paar Tage später rief mich seine Frau an, Anna. Sie sagte: »Frau Doktor, Thomas schläft kaum. Nachts steht er oft auf. Er schaut aufs Handy, denkt an die Arbeit. Er redet nicht mehr viel.
Früher hat er gelacht, jetzt ist er immer still. Ich merkte, das Problem ist größer als gedacht. Beim nächsten Termin sagte ich: Thomas, ich glaube, dein Körper ist nicht krank, dein Leben ist krank. Du hast zu viel Druck. Du brauchst Ruhe, nicht Tabletten. Er sah mich lange an. Dann flüsterte er: Ich habe Angst aufzuhören. Wenn ich nicht arbeite, verliere ich vielleicht alles. Ich antwortete: Wenn du so weitermachst, verlierst du auch alles. Deine Gesundheit, deine Freude, deine Energie. Ruhe ist kein Luxus, sie ist notwendig. Wir machten einen einfachen Plan. Minus: jeden Abend um 22 Uhr ins Bett. Minus: Frühstück jeden Morgen, auch wenn klein. Minus: jeden Tag 20 Minuten spazieren gehen, ohne Handy. Minus: einmal pro Woche ein freier Abend mit seiner Frau. Kein Fernsehen, nur reden. Minus: eine Liste schreiben. Was ist wichtig im Leben? Thomas war skeptisch, aber er versprach, es zu versuchen. 2 Wochen später. Er kam zur Kontrolle. Seine Haltung war anders. Sein Gesicht war heller. Er sagte: Ich schlafe besser. Ich esse regelmäßig. Ich fühle mich nicht perfekt, aber besser. Ich lache wieder. Anna sagte: Er redet mehr mit mir. Wir essen zusammen. Er schaut weniger aufs Handy. Ich lächelte. Es war kein Wunder passiert, aber er hatte angefangen, sein Leben zu ändern. Ein paar Monate später. Thomas kam wieder. Diesmal brachte er einen Kollegen mit. Markus, 35 Jahre alt. Markus sagte: Thomas hat mir von Ihnen erzählt. Ich glaube, ich habe das gleiche Problem. Ich musste lächeln. Thomas nickte stolz. Frau Doktor, ich habe gelernt, langsamer zu leben. Jetzt möchte ich, dass auch Markus das lernt. Diese Geschichte ist nicht nur über Thomas. Sie ist über uns alle. Wir arbeiten, rennen, vergessen zu atmen. Wir denken, Pausen sind für Schwache. Aber das Gegenteil ist wahr. Wahre Stärke ist, zu wissen, wann man stoppt. Manchmal heilt kein Medikament. Manchmal heilt Zeit, Ruhe und ehrliches Zuhören. Was wir lernen können. Diese Geschichte ist nicht nur die Geschichte von Thomas, sie ist auch unsere Geschichte. Viele Menschen arbeiten viel und vergessen sich selbst. Sie stehen früh auf, sie rennen zur Arbeit. Sie haben immer Termine. Sie denken, ich muss stark sein, ich darf keine Pause machen. Aber das ist ein Fehler. Gesundheit ist nicht nur der Körper. Auch die Seele und der Kopf sind wichtig. Wenn wir jeden Tag Stress haben, fühlen wir uns leer und müde. Dann hilft kein Medikament. Dann hilft nur Zeit, Ruhe und ein gutes Gespräch. Wir sollen lernen, auf unseren Körper zu hören. Wenn wir müde sind, sollen wir schlafen. Wenn wir hungrig sind, sollen wir essen. Wenn wir traurig sind, sollen wir reden. Diese Dinge sind einfach, aber sehr wichtig. Wir sollen nicht denken, dass Pausen schlecht sind. Pausen sind wie Wasser für eine Pflanze. Ohne Wasser kann eine Pflanze nicht wachsen. Ohne Pausen können wir auch nicht stark bleiben. Ruhe ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Klugheit. Auch Beziehungen sind wichtig. Thomas hat gelernt, wieder mit seiner Frau zu reden. Er hat gelernt, Zeit mit ihr zu verbringen.
das hat ihm Kraft gegeben. Menschen brauchen Menschen. Zusammen ist das Leben leichter. Arbeit ist wichtig, aber nicht alles. Niemand kann immer stark sein, jeder braucht Momente für sich selbst. Ein Spaziergang, ein gutes Frühstück, ein ruhiger Abend, das sind kleine Dinge, aber sie machen einen großen Unterschied. Wenn wir gut auf uns achten, können wir gesünder, glücklicher und stärker sein. Diese Geschichte erinnert uns daran. Wir sollen nicht nur arbeiten, wir sollen auch leben. Ein gutes Leben führen. Jeder Mensch möchte ein gutes Leben haben. Aber manchmal vergessen wir, was wirklich wichtig ist. Wir denken oft nur an Arbeit, Geld und Dinge. Aber ein gutes Leben ist mehr. Zuerst ist Gesundheit wichtig. Man soll genug schlafen, gesund essen und sich jeden Tag ein bisschen bewegen. Ein Spaziergang an der frischen Luft macht den Kopf frei. Wenn der Körper stark ist, fühlen wir uns besser. Zweitens sind Beziehungen wichtig. Familie und Freunde geben uns Freude und Kraft. Man soll mit den Menschen reden, die man liebt. Ein Lächeln, ein Gespräch oder eine Umarmung kann den Tag schöner machen. Drittens ist Zeit für sich selbst wichtig. Man soll jeden Tag einen Moment ruhig sein. Man kann lesen, Musik hören oder einfach nichts tun. Das hilft, neue Energie zu bekommen. Viertens, Dankbarkeit. Man soll jeden Tag an etwas Schönes denken, zum Beispiel die Sonne, ein gutes Essen, ein nettes Wort. Wenn wir dankbar sind, sehen wir das Leben positiver. Fünftens, langsam leben. Man muss nicht immer rennen. Manchmal ist es gut, einfach zu atmen und den Moment zu genießen. Ein gutes Leben ist nicht immer groß oder laut. Oft ist es ruhig, einfach und ehrlich. Wenn wir auf uns selbst achten, gute Beziehungen pflegen, dankbar sind und langsam leben, können wir ein glückliches Leben führen. Jeder Tag ist eine neue Chance, gut zu leben. Ein gutes Leben ist kein Zufall. Es passiert nicht einfach so. Ein gutes Leben entsteht durch viele kleine Entscheidungen jeden Tag. Man muss lernen, auf sich selbst zu achten. Man muss lernen, freundlich zu sich und zu anderen zu sein. Wir leben in einer schnellen Welt. Menschen rennen, arbeiten, denken an morgen. Aber manchmal vergessen wir, heute zu leben. Wir vergessen zu atmen, zu lachen und dankbar zu sein. Doch das Leben ist jetzt. Nicht gestern, nicht morgen, heute. Jeder Mensch hat Probleme. Niemand ist perfekt. Aber jeder kann kleine Dinge tun, um das Leben schöner zu machen. Man kann jemandem helfen, freundlich sprechen, Zeit mit Familie verbringen oder einfach in die Natur gehen. Solche einfachen Dinge geben uns Kraft und Freude. Ein gutes Leben braucht Geduld. Veränderung kommt nicht in einem Tag. Aber wenn man jeden Tag einen kleinen Schritt macht, sieht man nach einiger Zeit einen großen Unterschied. Wichtig ist, nicht aufzugeben.
Auch Fehler gehören zum Leben. Wenn etwas nicht klappt, ist das kein Ende. Man kann neu anfangen, wieder versuchen, besser werden. Das Leben ist eine Reise, kein Wettlauf. Am Ende zählt nicht, wie viel Geld oder Erfolg man hat. Wichtig ist, wie man lebt, wie man liebt und wie man mit sich selbst umgeht. Ein gutes Leben bedeutet, ehrlich, dankbar und mit offenem Herzen zu leben. Jeder Tag ist eine neue Chance. Nutze sie gut.